Ahoi, meus Capitals, hier ist wieder eure Suistar und willkommen zurück zu einer neuen Folge von How to Play. In der heutigen Episode geht es um die panasiatischen Zerstörer. Wir gehen die Stärken sowie auch die Schwächen durch und ich zeige euch, wie ihr sie am effektivsten spielen könnt. Die größte Besonderheit der panasiatischen Zerstörer sind ihre Tiefseetorpedos. Diese gehen im Vergleich zu anderen extrem spät auf. Um das Ganze zu vergleichen, habe ich oben eine Infografik gerade eingeblendet. Links seht ihr den panasiatischen Zerstörer, rechts den japanischen Zerstörer und ihr seht auch, dass sie um fast die Hälfte später aufgehen, was natürlich einiges ausmacht. Fangen wir an dieser Stelle mit ihren Stärken und ihren Schwächen an. Zu den Stärken gehören zum einen ein solider Tarnwert, die spät sichtbaren Torpedos, außerdem haben sie einen recht hohen Alpha-Schaden mit der Hauptbatterie und auch die Nachladegeschwindigkeit der Hauptbatterie ist ziemlich solide. Zu den Schwächen gehören, dass sie keine Zerstörer torpedieren können. Ebenso drehen auch die Geschütze etwas langsam. Und zu guter Letzt haben sie leider nicht so viele Trefferpunkte wie andere Zerstörer. Was ich euch auch empfehlen würde, ist auf jedem Zerstörer Funkortung mitzunehmen, soweit es machbar ist. Warum ich das euch empfehle, seht ihr jetzt. In diesem Szenario seht ihr gerade die gegnerische Fushun im Nahkampf mit mir. Ihr seht auch, dass sie sich eingenebelt hat. Ihr seht aber auch, dass ich sie dank meiner Funkortung, obwohl sie nicht offen für mich ist, treffe. Die Funkortung kann also in vielerlei Hinsicht sehr nützvoll sein, sei es einen Zerstörer zu treffen, der was nicht gespottet ist, oder auch aus dem Nebel raus zu torpedieren, da ihr dank eurer Funkortung genau wisst, wo er sich befindet. Weiter geht es mit den Tiefseetorpedos. In diesem Szenario seht ihr eine gegnerische Bayern, welche ich gerade torpediere. Ihr seht auch, dass ich sehr wenig vorhalte. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Zum einen sind die Tiefseetorpedos recht schnell unterwegs und zum anderen gehen sie sehr spät auf. In unserem Falle hat die Bayern einen vernichtenden Schlag kassiert. Nachdem ihr jetzt die Besonderheiten kennengelernt habt, starten wir in ein richtiges Gefecht. Natürlich ist auch hier wichtig, die Caps einzunehmen, das ist unsere Hauptaufgabe als Zerstörer. Wenn ich die panasiatischen Zerstörer bewerten müsste, würde ich sie als Alleskönner einstufen. Sie können gut mit Torpedos umgehen, aber auch mit den Kanonen. Bisher sieht es für unsere Seite auch ziemlich gut aus, wir führen und haben immerhin schon 2 gegnerische Schiffe vernichtet. Ein Torpedo hat die California jetzt auch getroffen, das ist schon mal ziemlich gut. Jetzt müssen wir natürlich den Cooldown abwarten, damit wir erneuert torpedieren können. Ebenso ist gerade eine Chopard aufgegangen, da müssen wir natürlich schauen, da können wir drauf wirken, allerdings werden wir dabei jetzt auch aufgehen. Wichtig ist jetzt auch, dass wir nach rechts lenken, damit wir nicht unbedingt an der Insel andocken, das wäre nämlich jetzt gerade in dieser Situation ziemlich unpraktisch. Unsere Torpedos werden an dieser Stelle nun auch bereit. Da können wir jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir eventuell nochmal die California torpedieren. Das Gute an unserer Funkordnung ist, dass wir dadurch immer genau wissen, wo der Gegner steht und uns somit auch nach ihm richten können. Auch ist es sehr sinnvoll, dass wir mit den Torpedos immer wieder mal schauen, in welche Richtung sich der Gegner bewegt. Das mache ich übrigens generell bei DDs, also egal welche Nation, das mache ich generell. Bei Zerstörern ist es auch immer sehr wichtig, dass ihr eure Gegner kennt. Ihr solltet auch immer darauf achten, wann ihr aufgeht. Je nach Gegner, welcher euch gegenübersteht, kann es für euch nämlich sonst ziemlich riskant werden. Derzeit wäre das Problem, dass wir aufgehen würden, sobald die California ums Eck kommt, also werfe ich einen Nebel. Meine Torpedos werfe ich mit minimalen Abstand zur Insel ab, in der Hoffnung, dass die California hineinfährt. Den zweiten Werfer behalte ich absichtlich bei mir. Immerhin kann es passieren, dass die California dem ersten Werfer ausweicht und wir dann mit dem zweiten nachlegen müssen. Auch in solchen Situationen solltet ihr vorsichtig sein. Wenn ein Kreuzer oder auch ein Schlachtschiff nah an euch vorbeifährt, solltet ihr euch auf jeden Fall bewegen. Immerhin kann es passieren, dass er eventuell auf ist, der Gegner schießt und ihr dabei getroffen werdet. Unser Problem ist jetzt, dass die California nicht mehr gespottet wird. Das liegt daran, dass wir beide im Nebel sind und deshalb auch keine Sicht haben. Im Normalfall würde ich jetzt herausfahren und das Schlachtschiff spotten,
Allerdings gehe ich davon aus, dass das Schlachtschiff sehr nah ist, deshalb drehe ich jetzt auf die andere Seite. Somit können wir den Nebel als Deckung nutzen und gehen dabei nicht auf. Und wie ihr sehen könnt, das Schlachtschiff ist auf 4,7 Kilometer und würde uns somit aufdecken. Wir können jetzt auch mal die zweiten Torpedos rauswerfen, da der Cooldown schon ziemlich weit unten ist und wir bald wieder nachlegen können. Auch hier prüfen wir jetzt, wohin das Schlachtschiff fährt. Und wie es aussieht, fährt es einfach geradeaus weiter, was ziemlich gut für uns ist. Nachdem jetzt die erste Salve getroffen hat, können wir mit der zweiten Salve nachlegen. Des Weiteren fahren wir nach links weiter, weil wir gleich aufgehen werden. Dennoch werden wir weiterhin unseren Kreuzer supporten. Bisher muss man auch dazu sagen, dass das Gefecht ziemlich ausgeglichen für uns läuft. Keiner hat so wirklich die Führung, aber auch nicht unbedingt den Nachteil. Das Gute ist, dass die California durch unsere Torpedos jetzt Flutung hatte. Leider werden die Torpedos der Graf Spee höchstwahrscheinlich keine Flutung auslösen, da die California einen 20 Sekunden Cooldown dazwischen hat. Jedoch könnten unsere Torpedos, wenn wir jetzt nochmal welche werfen und natürlich auch treffen, eine Flutung auslösen oder sie sogar direkt töten. Auch versuchen wir natürlich erstmal aus der Reichweite zu kommen, damit wir wieder zugehen. Unser Werfer ist jetzt auch endlich wieder bereit und wir werden ihn ein bisschen Richtung Insel werfen, da ich davon ausgehe, dass die California zur Insel eindrehen wird. In der Zwischenzeit sind von uns leider ein paar Schiffe untergegangen, somit liegen die Gegner derzeit in Führung. Allerdings sollte die California jetzt rausgehen, dürften wir die Führung wieder übernehmen. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie die Torpedos laufen, fährt die California voll rein. Glücklicherweise ist gerade noch ein gegnerischer Zerstörer untergegangen. Ebenso haben wir die California getroffen und auch versenkt. Somit bleiben nun 4 Gegner übrig und es heißt 4 gegen 4. Meine Mission ist es jetzt, in B reinzufahren, damit die Gegner keine Punkte mehr bekommen. Außerdem fahren da auch die Schlachtschiffe entlang. Eventuell haben wir das Glück und können das ein oder andere noch torpedieren. Mittlerweile sind wir auch endlich in B angekommen. Ich habe da jetzt ein bisschen vorgespult bzw. ein wenig herausgenommen, da in dieser Zeit nichts Interessantes passiert ist. Die Bretagne ist nun auch in unserer Reichweite und wir werfen die Torpedos in ihre Richtung. Auch setze ich jetzt ein Nebel, damit wir in aller Ruhe hier das Cap einnehmen können. Im Normalfall, wenn ich die Gegner torpediere, setze ich auch keinen Nebel. Das liegt daran, dass die meisten Gegner dann wissen, dass wir in ihrer Nähe sind und somit den Kurs ändern. Hier jedoch haben wir den Vorteil, dass die Bretagne komplett auf A fokussiert ist. Da die Torpedos schon ziemlich nah dran sind und auch sehr spät aufgehen, schießen wir auch noch ein wenig. Ich habe jetzt gerade die Hoffnung, dass ich sie eventuell auch noch anzünde. Im Großen und Ganzen seht ihr, dass sich die panasiatischen Zerstörer also nicht anders spielen als andere Zerstörer. Der einzige Unterschied sind natürlich die Torpedos, dass wir keine gegnerischen Zerstörer damit angreifen können. Das ist auch ein Punkt, worauf ihr achten müsst, wenn ihr panasiatische Zerstörer fahrt, dass ihr von anderen getorpt werden könnt. Den Cap haben wir nun eingenommen und die Bretagne brennt auch von uns. Und da wir auch noch ein bisschen Zeit im Nebel haben, schießen wir weiterhin auf die Bretagne. Diese sieht auch danach aus, als wenn sie demnächst untergeht. Als nächstes werden wir uns Richtung Ismail aufmachen, beziehungsweise den anderen beiden Schlachtschiffen, damit wir hier noch ein bisschen was austeilen können, beziehungsweise ein bisschen Support leisten. Die Tennessee dürfte es auch bald hinter sich haben, da sie nicht wirklich mehr gesund aussieht. Im Normalfall würde ich im Übrigen jetzt nicht schießen. Das mache ich jetzt nur, da es nur noch 2 Gegner sind und der eine davon schon ziemlich am Ende. Jedoch sollte ich darüber nachdenken, mir einen Nebel zu setzen, da auch Ismails, wenn sie dich treffen, ziemlich wehtun können. Mittlerweile dürfte sie auch nah genug an uns dran sein, so dass wir unsere Torpedos werfen können.
Ich werde jetzt natürlich erstmal ein bisschen rückwärts fahren. Das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig, Leute. Wenn ihr euch im Nebel befindet, bleibt nie auf einer Stelle stehen, sondern bewegt euch. Solltet ihr nämlich Spieler wie mich im Gegnerteam haben, gehöre ich zu der Sorte. Und da es doch den einen oder anderen Zerstörer gibt, welcher auf einer Stelle stehen bleibt, ist es ein leichtes, diesen aus dem Nebel rauszuschießen. Und da die Ismael nicht wirklich die Anstalt macht einzudrehen, sollten meine Torpedos treffen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, meine Torpedos gehen sehr spät auf, jedoch wusste die Ismael, dass ein Zerstörer an ihrer Seite steht und somit muss sie eigentlich damit rechnen, dass Torpedos auf dem Weg zu ihr sind. Leider habe ich bei den Torpedos zu wenig vorgehalten, sodass nicht alle treffen werden und wir wahrscheinlich die Ismael nicht rausbekommen. Glücklicherweise kommen auch vom anderen Zerstörer noch Torpedos und sollten diese treffen, geht die Ismael definitiv unter. Das war's auch schon mit der neuesten How to Play Folge. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder einfach eure Meinung darüber äußern wollt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder auch ein Abo dalasst, damit ihr nichts mehr verpasst.